zeige Ihnen nun unser Allerheiligstes, unseren Tresor. Sie haben hier Alarmanlagen. Wir haben hier Alarmanlagen, wir haben eine Feuerlöschanlage, eine CO2-Löschanlage, die mit Rauchmeldern verbunden ist und die sofort anspringt, wenn sich da drin irgendwas tut, was nicht sein soll, und jedes Feuer innerhalb von Sekunden löscht. Wir haben jetzt schon etwas vorbereitet für Sie. Normalerweise ist dieser Stahlschrank nur von 2 Personen zu öffnen. Das heißt, wenn Sie als Geisel genommen würden, dann würde das dem Geiselnehmer nichts helfen? Das würde nichts nützen, ja. Nein. So, jetzt muss ich ein wenig rucken, weil 2 Tonnen wiegt diese Tür. Und hier befinden wir uns nun sozusagen im Herzen des Erbes Richard Wagners. Hier lagern seine Handschriften, seine Briefe, seine Werkautographe. Ich möchte Ihnen jetzt einige Partituren, Originalpartituren zeigen. Ich bitte Sie um Verständnis, dass wir das Licht ein wenig dämpfen mussten, aber diese Handschriften sind sehr empfindlich und vertragen helles Licht nicht. Das ist jetzt die Partitur von Tristan und Isolde. Sie sehen hier die erste Seite mit dem Tristan-Akkord. Und diese hier ist besonders empfindlich. Das ist die Originalhandschrift des Parsifal, des letzten Werk Wagners. Es ist in violetter Tinte geschrieben, charakteristisch für das Spätwerk und besonders lichtempfindlich. Was Sie hier jetzt zusammen versammelt sehen, ist möglicherweise einer der größten Schätze des kulturellen Erbes Deutschlands und mit Geld überhaupt nicht zu bezahlen. Thank you.
sehen hier das Sofa, auf dem Richard Wagner am Nachmittag des 13. Februar 1883 im Palazzo Vendramin in Venedig gestorben ist. Dieses Sofa ist schon sehr zerfleddert. Es ist eine der beliebtesten Trophäen unserer Besucher, die immer wieder Fäden aus diesem Sofa ziehen. Deswegen werden wir es in Zukunft in einer Vitrine sichern müssen, damit es überhaupt erhalten bleibt. Ja, schon am Morgen dieses Tages, des 13. Februar 1883, hatte Wagner zu seinem Diener Georg gesagt, heute muss ich mich in Acht nehmen. Am Vormittag folgte dann eine Eifersuchtsszene mit Cosima, die sich bezog auf den bevorstehenden Besuch der Sängerin Carrie Pringle. Und Wagner ließ sich dann zum Mittagessen entschuldigen. Cosima war noch einmal bei ihm, aber hatte es dann für besser gehalten, ihn alleine zu lassen. Und er arbeitete währenddessen an einem Manuskript, einem Aufsatz mit dem Titel Über das Weibliche im Menschlichen, den ich hier mitgebracht habe. Eine Bleistiftskizze. Und er schrieb den Satz, gleichwohl geht der Prozess der Emanzipation des Weibes nur unter ekstatischen Zuckungen vor sich, Liebe, Tragik. Und an dieser Stelle kann man, wenn man ganz genau hinschaut, sehen, dass der Bleistiftstrich nach unten abrutscht. In diesem Moment wurde Richard Wagner von einem schweren Herzkrampf heimgesucht. Er zog heftig die Klingel. Die Nachricht erforderte den Arzt und seine Frau. Als Cosima diese Nachricht bekam, sprang sie auf und stürzte zu Wagner, der inzwischen von seinem Schreibtisch auf dieses Sofa gegangen war. Sie setzte sich zu ihm und bettete ihn in ihren Arm, woraufhin sich der Krampf etwas zu legen schien und Cosima glaubte, es war 3:30 nachmittags, Richard Wagner sei eingeschlafen. Und erst der Arzt hat sie denn davon überzeugt, dass er mittlerweile ganz ruhig verstorben war. Herr Wagner, mich hat immer besonders fasziniert und auch erschreckt, dass es einen bestimmten Mythos dieses Hauses gibt. Wie verspüren Sie diesen Mythos? Der muss ja in Ihnen stecken. Ja, wissen natürlich, Mythos, das kommt natürlich etwas von Wagner selber. Und dann spricht er zum Beispiel vom mystischen Abgrund, dem verdeckten Orchester. Gell? Nun ist ein Mythos und ein Mysterium und so weiter, das sind ja also auch Dinge. Da können Sie ziemlich ungemütlich werden. Ja. Ich kenne Sie. Ja, Sie haben mich ziemlich angebellt auch. Ja, nun ist es eben so. Gedanken der Werkstatt natürlich. Ja, ich meine, es ist eben so, man muss alles dafür tun, dass eben nur das Werk in sich wirkt. Ja? Und dass man nicht auf einmal den Mythos auch auf alles andere überträgt, was wir stehen ja als Geschichtliche, ne, als geschichtlich im jetzigen Raum. Ne, und aus dem jetzigen Raum heraus, ne, soll ja mit dem Mittel des Musikdramas und in überhöhter Form ein etwas zugeführt werden. Aber wenn man sich selber in diesen gleichen mythischen und mystischen Nebel begibt, das ist das, was ich also zumindest von Äußerlichen her gesehen unter allen Umständen nicht haben will, dann kommt man wieder auf den Status der Altwagnerianer, die in Wagner die Lösung aller Probleme sah.
So, nochmal bitte. 7, ne? Bereit, wir können. Danke. 7 nochmal bitte. So. Nochmal von vorn bitte. 7 jetzt bitte. Ziffer 7. Mit Gewitter und Sturm aus fernem Meer, ein Mädel winkt wir nach. Über turboe Flut von Süden her, mein Mädel, ich bin da. Mein Mädel, wenn ich südlich wär, ich lieber Wolken zu dir. Ach, lieber südlich bloß noch mehr. Mein Mädel verlangt nach dir. Oh, oh, ja, oh, 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 oh. Oh, ja, oh, 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 oh. Es ist klar, wir haben im Ganzen 2 Minuten Zeit. Und ganz gleich, welcher Fehler passiert, ob der mit dem Schiff oder mit dem Schnürboden, ist die Sache geschmissen. Also bitte konzentriert euch und wenn irgendwas ist, sofort hinspringen und dem Kollegen helfen. Das Wichtigste ist, Litwiner, langsam vorfahren mit dem ersten Wagen. Der scheppert so wahnsinnig, ja, der muss leise fahren. Das Gleiche gilt für die schwarze Abdeckung. Wenn die runterkracht auf den Boden, das ist zu laut. Versucht, dass das leise ist. Beim Zurückfahren des Holländerschiffs, des Gelben, achtet auf die Spinnstube. Die Spinnstube hat Vorfahrt. Wenn die Spinnstube schneller ist, muss das gelbe Schiff warten. Ist die Spinnstube langsamer, fährt zuerst das gelbe Schiff. Psst, Opa.
ich sage Ihnen das mit der Xenon 31. Die Xenon 31 ist Minimum. Nochmal was? Die Xenon 31 ist Minimum. Xenon, ja, ja. Man hört ein bisschen Ein was. bisschen, Ja. aber wenn Musik geht, hört man gar Dann nichts. hört man Man hört sich, da wirklich ja. nichts. Aber das ist ja etwas Neues. Sowas habe ich noch nie auf einer Bühne gesehen. Hier Ja. im Stück Holländer, Ja. wie hatten Sie sich das gedacht? Ja, das Problem ist doch, dass diese beiden in dieser großen Liebesszene einfach, glaube ich, quasi aneinander vorbei und jedenfalls nicht, sie in ihrem Leben, er nicht in seinem alle 7 Jahre Rhythmus, wo er versucht, in so ein Haus zu kommen, zueinander kommen, sondern dass das eigentlich quasi außerirdisch ist. Es passiert Ja. irgendwo wie zwei Parallelen, die sich im Unendlichen treffen. Das wollten wir eigentlich zeigen. Und das Haus auf einmal macht sich Und das selbstständig, Haus hat keine Schwerkraft hat mehr. keine ja. Schwerkraft mehr. Das heißt, die Utopie, wo sie beide glauben, da zu Hause sein zu Ja. können, die kann eigentlich nur sich drehen und Ja. kann eigentlich nur in ihren Köpfen sein, diese Liebe. Und dort oben liegt dann der Hut. Da liegt dann der Hut Und der und bleibt liegen, ja. Der das- wird sogar hingelegt, man Er sieht wird es. vorher hingelegt, ja. dass die Nagelprobe das eben nicht runterfällt, genau wie das Brautkleid, aber gut, das ist festgesteckt. Aber im Hut kann man dann wirklich sehen, dass die Ja. Schwerkraft, dass die Gesetze der Erde nicht mehr gelten. Wie ist denn das technisch gemacht? Können Sie mir das zeigen? Das Ja, ist technisch ja eine ist das Riesenapparatur. große Problem nicht, dass sich hebt. Es fängt ja auch an, ganz langsam sich zu heben, sodass man das eigentlich erst eher deutet für ein eigenes Ja. Gefühl, als für eine wirkliche, Ja. für was man mit den Augen sieht. Ja. Und grad wenn es dann höher geht, kapiert man das. Und da ist eine Hydraulik, die das hochmacht. Das gibt es ja öfter auf der Bühne, aber dann ist meistens vorne Stütze. Was das Hauptproblem hier war, ist, dass das Haus, weil es freitragend hängt, ungeheure Gegengewichte braucht. Ja. Wissen Sie, damit, auch wenn die Figuren drin stehen, Ja. die stehen ja, wenn es oben ist, auch drin, die beiden, dass es nicht kippt. Ja. Und das wird hier im Umbau ganz schnell reingefahren. Und wir haben da, glaube ich, 3 oder 4 Jahre dran gebaut. Also eine Und Riesenapparatur. eine So viel Riesenapparatur. Zeit haben Sie ja nie in einem anderen Nein, Haus. das kann man nur Das hier wäre in den an Schulen. Ihren Kammerspielen undenkbar, Undenkbar. sowas zu machen. Ja. Das kannst du hier nur machen in den Wintermonaten, wo man hier mit einem Pelzmantel und mit dicken Schuhen das eben alles probiert, Stück für Stück. Und die Technik hier hat das halt wunderbar gemacht, die Ja. Ingenieure. Ich glaube, das ist auch etwas Besonderes hier am Haus, dass nicht nur alle, die hier die Technik machen, sondern auch der Feuerwehrmann und der Beleuchter hier oben, dass jede Note der Partitur kennt und weiß, was hier Das gespielt wird. Das ist der entscheidende Punkt. Ja. Das heißt, also, die Probenzeiten sind ja ganz eng und ganz gedrängt, weil meistens mindestens 5 Werke Ja. gezeigt werden. Aber das wird alles wieder wettgemacht, dadurch, dass aber wirklich jeder das Werk kennt bis in die letzte Note. Das ist schon spannend. Und das haben Sie wahrscheinlich nirgends auf der Welt sonst nein. gesehen, ja. Das ist der Punkt auch, von dem aus man immer wieder sagt, also hier zu arbeiten ist natürlich dann, was Wagner betrifft, also das die Erfüllung. Fantastisch, ja. Da dreht sich's. Und wir haben das Schauen Haus wir noch mal außerdem nach noch vorne, wie es wieder begehbar. herunterkommt, ja. Schau. Jetzt haben wir die Schwerkraft aufgehoben. Da sind wir jetzt.
gar so böse. Gell? Sie hat ja eine positive Einstellung, also relativ. Gell? Sie sagt das selbst. Ist sie so treu, so kühn im Meer, so sende sie nach dem verlorenen Schwert. Ja, das ist gar kein Problem. Wenn wir rüber taumeln, ist ja gar kein Problem. Außerdem ist es immer so, wenn irgendwo Feind ist, hat man immer den Kopf dann, nicht den Hintern. Weil wenn ein von hinten anfängt, das ist ein Urinstinkt. Gell? Also wenn man eine Gefahr sieht, gell, streckt man immer den Kopf. Gell? Man zieht den Kopf ein, wenn es kritisch wird, aber die Gefahr erkennt man mit dem Kopf und nicht mit dem Hintern. Stimmt, gell? Sie wissen, was ich meine, gell? Ja. Das wird man also immer, gell? Also man wird nie irgendwie, gell? Also so rum hinlegen, gell? Das ist viel zu gefährlich. Das ist ja offen verwundbar, gell? Ja. Ich wollte sagen, also das ist zur Bewegung auch dann organischer. Ne? Ja. Deswegen, weil sie da sind, wenn der andere da von hinten kommt, das ist ihnen schon am Anfang unangenehm. Gell? Hey, was liegst du da? Gell? Ja. Das ist hier. Dann sie plötzlich instinktiv gleich so zusammenziehen. Gell? Ja. Und so. Sind Sie einigermaßen bequem als Krüppel? Was? Sie saß vielleicht ein bisschen enger noch. Nein, nee, ich meine, ob Sie... Kann man Sie so sitzen lassen? Ja, nee, das sind ja andere Damen, die sitzen anders, gell? Die war so, gell? Der Maus sitzt so, weil er Schwierigkeiten hat. Macht doch nichts, gell? Ich finde das gut. Machen wir es als Wiederholung. Achtung, Okay. Nun sagt. Nichts weisen, was ich mich frage. Nun sag, nichts weißt du, was ich dich frage. Jetzt meld, was du weißt, denn etwas musst du doch wissen. Ich hab eine Mutter. Herzeleide, sie heißt. Im Wald und auf Bilder waren wir heim. Wer gab ihr den Bogen? Den schuf ich mir selbst. Adler zu verscheuchen. Doch adelig scheinst du selbst und hochgeboren. Warum nicht ließ deine Mutter bessere Waffen dich lehren? Ich bin vaterlos in Gefahr, die Mutter aus dem Kampf schlagen vermurrt. Von gleichem frühen Hellen Sohn zu wahren, war fremden Böden, zog sie zum Toren, den Töring.
Licht nach hinten fällt, gell? Hier so. Ja, ungefähr hier über der Kante, gell? Hier, okay. Ja, hier, so, hinter, genau. Aber das ist voll hier, ja? Ja, in der Mitte, hier, ja, hier ungefähr so einen halben Meter weg. In der Mitte. Na, den Ja, zurück. Und dann dann? hier, dann hier. Oh, ja, oh, okay. welchen Wunder. Gut. Okay. Also, wenn es vielleicht gelingt, dass wir es nicht, stellen Sie sozusagen hier, tun Sie es mehr hier, fast segnen. Hier, gell? Ja. Nicht zu plakativ, gell? Hier. Ja. Sie wissen ja noch gar nicht, um was es sich handelt. Gell? Hier, gell? Hier. Gell? Hier. Kurzes Ritardando hier bei dem alten Herrn, gell? Hier. Gell? Hier, dass er den am Vordersatz loslaufen lassen mit dem Speer, gell? Hier. Ja, sozusagen, als ob er wieder über, nicht, gell? Sie können ruhig nach oben schauen. Was will er damit, gell? Sie haben ja diese Sache schon lange nicht mehr gesehen, gell? Hier. Ja? Hier, gell? Sozusagen über, gell? Ruhig den Blick auf die Spitze. Dann kommt er erst hier. So, machen wir gerade noch mit den Rundlauf. Ja. Das Miet meinst du? Ja. Ja. Das Miet gleich höchste Grad und reinste Wissensmacht im Zagentum.
Mr. Domingo, who turns the light on in this Graal? How is it done? Well, Are you turning it on? No, it is done. It is done. Nice, yeah. It is done under. Yeah. It is done under. In this production is done. Yeah. Is done before. Yeah. It's not. I don't have to do it now. We have here the most sacred object of Wagner's Parsifal, Parsifal, and that's of right. course in this German and Celtic culture. Yes. And you're holding this here. Yes, that's right. That's the marvelous thing about the whole idea of the public looking into this fantastic object of the eyes of everybody. But then we see, you know, the reality of the theater. What it makes it makes everything more natural. But to the eyes of the viewer, how But important. this, of course, has magic for the audience, and that's the only Absolutely. important thing. Absolutely. It doesn't matter how it looks like. Absolutely. Whether We it's talk gaffer tape and the whatever. Graal is we hear first in Lohengrin about the story a little bit, and then we hear it now in Parsifal, and the symbol of this. Of course, you can see it in many different ways. As me being a Catholic, of course, one can think of the moment which is the blood of Christ. The atmosphere here during the rehearsal time and with all the artists and everybody, conductors, stage directors, singers, and of course with Wolfgang Wagner, which makes you to feel at home. We feel like we are a family, and in the other hand, when the curtain raises and you are here and you see the public, when the public comes here, which is they're coming like really like to have communion. Yeah, you sense them physically. You do not see them. No, but you sense the atmosphere. You see how sacred and how holy is to sing Wagner here. And I'm talking only, of course, by Parsifal, which is the sacred of all words, of all works. And of course, it's his last opera, and he has composed it and written especially for Bayreuth. So it's extraordinary. Maler. Von den Entwürfen, die wir hier sehen, merkt man natürlich sofort, dass da eine malerische, ganz durchstilisierte Lösung für Lohengrin da war. Zum Beispiel hier drüben, das sind ja im Grunde genommen Kostümentwürfe. Für mich wirkt das eher wie Altarflügel. Das ist Elsa Lohengrin. Ja, das ist zum Beispiel die 4 Akte von Elsa in einem Bild zusammen. Der erste Akt, Elsa in einem Schneemantel, der Boden ist Eis. Zweiter Akt, Wasser, ein Wasserkleid. Dann hier das Sonnenaufgangskleid für den dritten Akt. Und hier fürs Brautgemach ein Nachtgewand mit Gras bemalt, so wie der Boden in dem Bild auch. Beim Lohengrin wiederholt sich das Gleiche. Lohengrin als Spiegel des Himmels, so habe ich es mir vorgestellt. Erster Akt, zweiter Akt und ganz im Dunkeln der dritte Akt. Hier sein Nachtgewand mit Sternen. Zu den ganz grundsätzlichen Entwürfen. Wir hatten ja ursprünglich sehr viel mehr vor, als dann tatsächlich zu sehen ist. Können wir das mal anschauen? Das ist ein Modell. Hier muss man sagen, das ist die Bühne, das ist der Zuschauerraum und das ist die ganze Landschaft. Wir wollten ja die gesamte Landschaft mit einbeziehen. Ja, das ist halt der Grundriss des Hauses. Ja, hier geht es auf die Allee hinunter und den Hügel hinunter. In diesem Dreieck sitzen die Zuschauer und das ist die Bühne hier.
der kleine Steinkreis auf der Bühne, Lohengrin, ein Gerichtsplatz als Steinkreis gezeigt. Und um das ganze Haus nochmal ein großer Steinkreis. Das heißt, in einem Lasertunnel erscheint also Lohengrin. Ja, und hier war eigentlich geplant, dass wir wie in einem großen vorgeschichtlichen Kultkreis riesen Wackersteine herumlegen. Also zum Beispiel hier sieht man das auch wie ein Kultplatz. So sollte das eigentlich aussehen, und wir waren schon in einem Steinbruch und haben die Riesensteine ausgesucht. Ja, das wären jeweils 80 Tonner gewesen, ich glaube das 110 Tonnen. Man hätte es nie wieder wegbekommen. Man hätte es hinbekommen und irgendwann wieder wegbekommen, aber Herr Wagner hat dann gesagt, eben, wir machen drinnen Theater und nicht draußen, und deswegen ist diese grandiose Idee leider nur als Konzept da geblieben. Ja, in dieser Ablehnung steckt natürlich auch etwas anderes. Wolfgang Wagner hat natürlich gleich verstanden gehabt, dass das hier so eine Art von kultischer Stätte sein sollte, das Haus in Bayreuth, das Festspielhaus. Er hat ja seit den 50er Jahren mit seinem Bruder energisch immer wieder dagegen angearbeitet, und wir hätten das ausgegeben als prähistorischen Tinplatz oder als Kultplatz. Im Übrigen hätte auch der Laser, ja, der wäre beim Haus raus, wäre über diesen Stein und dann 14 Kilometer auf einen Gegenhang gestoßen, wo eine Wallfahrtskapelle ist. Und zwar immer zu dem Augenblick, wenn Lohengrin erscheint. Somit hätte nicht nur das geweihte Publikum, sondern ganz Bayreuth hätte gesehen durch die Laserkanone oben auf dem Dach, hätte gesehen, jetzt erscheint Lohengrin. Das ist der Augenblick, wenn oben auf dem Festspielhaus alle dieses Wunder erleben. Die ganze Stadt erlebt es mit. Das heißt, wie bei der Wandlung in der Kirche. Ja. Im Übrigen wollten wir auch Landkarten fälschen, als würde dieser Strahl genau auf eine Wallfahrtskapelle treffen, würde man sich den Strahl noch 1500 Kilometer weiter südlich vorstellen. Bis nach Sizilien. Ja, in eine prähistorische Grabstätte. Und Handgriffe, ja. Ganz grundsätzlich müsst ihr wissen, was da passiert. Und zwar, es gibt hier ein Tunnel aus Licht, in dem der Schwan und Lohengrin erscheinen. Und zwar wird, wenn es dunkel ist, wird einfach hier hochgeklappt, ganz primitiv, nur mit einer Schnur. Und hier innen drin ist dann ein Strahl, ein Lichtstrahl. Der wird auf einen kleinen Spiegel gelenkt. Der ist nur so groß wie mein Daumennagel. Und dieser Spiegel rotiert rasend schnell. Es ist ein einziger Strahl, ihr müsst euch vorstellen, wie eine Stricknadel. Eine Stricknadel, die ist jetzt hierher so gedeutet und die fängt an zu rotieren. Immer schneller, ganz schnell. Und das sieht jetzt für die Zuschauer, das für das menschliche Auge aus wie ein einziger Tunnel aus Licht. Und wenn du also jetzt als Schwan hier hineintauchst, von unten, jetzt bist du außerhalb dieses Trichters, du bist nicht zu sehen. In dem Moment, wo du hineintauchst, ist auf einmal der Schwanenkopf und dann der ganze Schwan zu sehen. Du kommst dann nach vorne und bist also mitten in dieser Lichtröhre. Wichtig dabei ist natürlich, dass du ganz vorsichtig, möglichst ohne zu wackeln, hier hineinkommst. Das musst du zu Hause einfach proben und du auch. Auf ein Knie runtergehen, auf welchem ihr am sichersten seid, und ganz gleichmäßig hochkommen. Und dann seid ihr drin. Oh
seht hin, er naht, seht hin, er naht, seht er naht. Komm, seht ihn hin, er naht. Oder vor, seht immer näher, seht immer näher, seht immer näher. Bitte. Und seht immer an einer Wolke, es singt jemand, seht hin, er naht bei dem Besten, seht hin, er naht, bitte. Sofort zum Ende gehen. Wieder seht immer. Und seht jemand an einer Wolke, nicht forcieren, die oberen Töne. Die gehen auf jeden Fall durch. Haben wir nochmal für den gegrüßt, bitte nochmal. Gegrüßt. Bitte. 1 und gegrüßt. Du Gott, Gesandter Welt, sei gegrüßt, sei gegrüßt, sei gegrüßt. Jetzt kommt schon wieder dieser Wagner-Tango raus. Sei gegrüßt, sei gegrüßt, sei. Das ist entsetzlich, meine Herrschaften. Das muss sei gegrüßt, sei gegrüßt, sei gegrüßt. Durchziehen. Bitte nicht springen mit der Stimme. Gegrüßt, bitte. 1 und gegrüßt. Du Gott, Gesandter Welt, sei gegrüßt, sei gegrüßt, sei gegrüßt, sei gegrüßt, sei gegrüßt. Du Gott, Gesandter Welt, sei gegrüßt, sei gegrüßt, du Gott, Gesandter Welt. Darf ich mal unterbrechen? Danke. Ganz generell sind in den Geigen, ist eine Dame unter den Geigen? Doch, ja. Also, meine Damen und Herren, bei den Geigen, ich bitte Sie mit ein bisschen weniger Druck. Es klingt jetzt zwar sehr, sehr intensiv, aber es sollte halt so ganz schwebend und, ja, keusch sein. Es darf im Klang, also jetzt im Vibrato, nicht zu viel Leidenschaft drin sein. 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vor 1, ja? Das ist schon zu laut, schon zu laut, schon zu laut. Wirklich, das ist wirklich sehr leise. Nochmal. Und noch was. Könnte man hören, also ich glaube, jemand, der es nicht kennt, hört nicht, dass Sie jetzt Tremolo haben. Gell? Dass das irgendwie dieses Flimmern, außer den 4 Solisten, ja, die nicht. Aber die anderen, dass man das ein bisschen deutlicher hört, ja. Vielleicht nicht allzu schnell, nicht zu schnell tremolieren, ja, nicht zu eifrig sein, dass man das hört, dass es plötzlich Tremolo ist. Es hört sich an, als wäre es nur ein normaler Akkord. Bitte, dieselbe Stelle, 7 vor 1. Und. Jetzt nicht zu schnell zurückgehen. Das bleibt jetzt stehen, unbeeindruckt von da drüben. Nicht schleppen.
So, erster Akt bitte. Ziffer 7. Und komm ich zu euch, nun Männer vom Brabant, zur Heeresvolk nach Mainz euch zu entbieten. Wie mußt mit Schmerz und Klage mich ersehn, dass ohne Fürsten ihr in Zwietracht geht. Verwirrung, wilde Fehler wird mir kund, drum ruf ich dich, Friedrich von Telramund. Ich nenne dich als aller Tugend preis, jetzt rede, dass der Drangsal kund ich weiß. Ziffer 10 zusammen. Mit Recht, da ich der Nächste von des Herzogs Blut, ein Weib dazu aus dem Geschlecht, das auch diesen Landen seine Fürsten gab. Leise wie Sie können, bitte, so leise wie es geht. Die Frisur ist sehr viel besser jetzt. Vor allem die Farbe, das war so merkwürdig Gold bisher, aber jetzt ist es schöner. Maske hält auch. Bis jetzt? Ja, ja, wir haben die Pause von ersten auf zweiten Akt, da hast du 40 Minuten etwa. Was mir heute gefallen hat, war diese unglaubliche Kraft im Schwert, also ohne dass da viel gemacht wird. Du tust es ganz, ganz, ganz ruhig bewegen und man merkt diese unerhörte physische Kraft, die du gar nicht einsetzen musst. Das kommt natürlich her, dass du wirklich Athlet warst, also Eishockeyspieler. Ja, ich bin in Kanada aufgewachsen und habe da viel Eishockey gespielt und habe mich dann beim Eishockeyspielen verletzt. Und das heißt, du bist schwer gefoult worden? Schwer gefoult, Beckenbruch genau. War das, gell? Ja. Ja. Konnte längere Zeit nicht arbeiten und da hat derjenige, der mich gefoult hat mir ein Geschenk gemacht von einer Platte von Mario Lanza. Und das war hat dein Leben verändert. Mein erster Kontakt mit klassischer Musik. Ja. Und ich war so begeistert von dem seine Stimme und da habe ich gedacht, ich könnte vielleicht auch singen. Und so bin ich zum mitgesungen, Gesang. Ja. Du hast auch Elvis gesungen, ja. wenn du Lastwagen gefahren bist, quer durch Kanada. Ja. Ja. Und hast dann Musical gemacht. Das habe ich auch. Ja. Und wie bist du Lohengrin geworden? Das ist, ich kenne die Geschichte zwar, aber erzähl sie mir bitte nochmals. Ja, ich bin dann nach Europa gekommen und habe zuerst in Basel gesungen und dann habe ich ein Gastspiel in Heidelberg gemacht und da hat ein Agent mich gehört und gefragt, wie wäre es mit Lohengrin. Ich musste nach Karlsruhe gehen, um vorzusingen für Lohengrin. Ich musste ganz schnell während der Fahrt die Gralserzählung lernen. Von einer Musikkassette? Ja. Du hast die Noten nie gehabt? Nein. Und dann habe ich... Da waren 270 Bewerber, glaube ich, die den Lohengrin singen wollten. In etwa so wird das. Das weiß ich nicht mehr genau, aber es ist schon möglich. Und da habe ich die Gralserzählung gesungen und ich dachte, es wäre sehr gut gegangen. Ja, du bist auch aufgefallen, das weiß ich auch. Ja. Und dann haben die vom Zuschauerraum aus gerufen, ob ich höchstes Vertrauen hätte. Das ist natürlich eine Arie. Das ist eine Arie aus dem dritten Akt. Und das wusstest du nicht. Und du bist dann sofort hin. Ja, und habe gesagt, sicher habe ich höchstes Vertrauen. Höchstes Vertrauen habe ich. Und damit warst du Lohengrin. Und da habe ich die Rolle gekriegt. Ja.
Sie sind hier seit 40 Jahren als Feuerwehrmann im Einsatz. Ja. Wie oft haben Sie das hier gesehen? Ach, das weiß ich nicht genau, vielleicht 100 Mal. Und alle anderen Stücke? Na, das genauso viel. Ein Ring vielleicht etwas weniger. Ja. Sie wollten hier natürlich auf diesem Platz sitzen, immer. Das war Ihr Wunsch. Sie sind nicht hierher befohlen worden. Na ja, als Kommandant einer Feuerwehr ist das halt der Platz des Wachführers hier im Theater. Ne? Und Sie sind hier gerne da, weil Sie die Oh ja. Wagner-Musik hören wollen? Oh ja, das war schon immer mein Traum. Ist eigentlich schon etwas passiert hier? Hat es hier gebrannt? Oh ja. Ja, Mann. Erzählen Sie bitte. Sie müssen sich vorstellen, das Bühnenhaus, was heute aus Metall ist, war früher alles aus Holz. Uralte Leitungen waren drin und da ist schon mal passiert, dass ein Kurzschluss drauf war. Da haben wir schon über den Zuschauerraum einmal ein Rohr gehabt, vielleicht so 2 Meter lang, das hat geglüht. Da kann man natürlich keine Wasserspiele veranstalten, da hätten die Zuschauer was gemacht. Da musste man halt dann versuchen, das abzuschalten, damit es überhaupt wieder ausgegangen ist. Ne? Mit was sind Sie entlohnt worden hier? Früher? Also wie ich noch angefangen habe, nicht als Feuerwehrmann, sondern als Bub, habe ich als Statist ja schon mitgemacht. Da hat es in der Pause immer Schinkenbrot gegeben. Also jetzt ist ja die Bezahlung schon besser. Sie können alles mitsingen hier, habe ich gesehen. Die ja. Kreuzerzählung, die kennen wir. Singen Sie ruhig mit. Mit Sänger klappt's nicht. Wäre ich Sänger, war noch nicht Feuerwehrmann. Singen Sie es ruhig weiter mit. Ein Vater Bassiban trägt seine Krone, sein Ritter ihn belohn kriegen an. Das war zu laut. Wenn man sich das Schloss Linderhof ansieht und die Grotte, die sich König Ludwig eigens für eine einzige Privataufführung von Lohengrin bauen ließ. Er selbst entwarf sogar den Kahn, in dem er persönlich Lohengrin an Land ruderte. Dann ist es ja wohl ein Missverständnis, was die Zugänglichkeit des Wagnerschen Werks anbetrifft. Richard Wagner war ja überhaupt sein Leben lang von Missverständnissen begleitet. Schauen Sie, als der Münchner Tristan, also die Uraufführung 1865 stattgefunden hat, da spricht die Presse von Schamlosigkeit, Absurdität und von einem raffinierten Gebräu einer krankhaften Fantasie. Ja. Richards. Jawohl. Ludwig, der in derselben Vorstellung sitzt, schreibt eigentlich fast nicht mehr der Sprache mächtig einen stammelnden Brief an Richard Wagner und schreibt, ich zitiere, einziger, immer mit Ausrufezeichen, Bindestrichen, einziger, heiliger, wie wonnevoll, vollkommen, so angegriffen von Entzücken, ertrinken, versinken, unbewusst höchste Lust, göttliches Werk, ewig treu bis über den Tod hinaus, Ludwig. Ja, er war damals 18, 19 Jahre alt, gerade gekrönt. Sagen wir so schwärmen kann eigentlich nur ein pubertärer Jüngling. Ja. Ich tue es also übertreiben. Ja. Aber sagen wir, ein reifer Mensch, ne? Sagen wir, der muss ja natürlich an sich jeden Grad von objektivem Abstand, vor allen Dingen, also wenn er in einer führenden Position ist. Und Er ist nur in der Beurteilung seiner Zeit richtig, also Ja, neben sicher. den ganzen Fehlurteilen, die da waren, war er ja richtig gelegen. Das ist ja auch das Großartige an ihm. Ja, nun ist eben eins der vielen geschichtlichen Paradoxa ist, ne, dass ausgesprochen der Revolutionär im demokratischen Sinn, dass der sozusagen überhaupt sein Werk vollenden konnte, insbesondere die Partituren,
mit Ja. Hilfe eigentlich des letzten Absolutisten. Ein In der Renaissance- Vorstellung. ja, Ich meine, das ja. ist halt das große Paradoxon. Gell? Da sind wir in der Stellung erst jetzt. Ich glaube, das war nicht so schlecht. Ach so, wir haben die Dinger ja nicht. Das ist das Problem. Das kann ja nicht. Wir brauchen einen Pausch, ich weiß das. Weil das natürlich als mit Idee und als Bild finde ich Ja. schön, dass die dann mit dem weg ist. sind. Ne? Ja. Und den Und zweiten die Akt anderen eben dann haben's auch. noch, ne? Die anderen haben es Den noch. zweiten habt ihr Und den sowieso zweiten nicht. haben wir Den sowieso zweiten nicht mehr. Da sind wir ja befreit davon. Ja. Und da macht es dann schon Sinn. Ja. wenn man das Nee, Ja, das ist sicher. gut, dann können wir es mit ausziehen. Du hast damit ausziehen? Ja. Weil wir hier Mhm. dann wieder. Sieht man doch. Ist es immer so von Isolde von rechts? Ja, wenn ich sie nehme, dann ist es so. Nur so, nicht Ja. von links. Nein. Ja,いつもこうだとしたらばこの辺切っちゃいましょうか。 Dann kann man ja das mal hier abschneiden einfach. Hier. Es ist nur eine kurze Stelle. Ich meine, wir Ja, können das das irgendwie. kann man sicher, das kann man, da Ich kann man denke, eine das Form, kann man da auch kann man eine ja, Form ja, finden. ja. Wenn ihr zum Beispiel, meist ist es ja so, dass Frankiene eher Ja, das das hinter ist ihr halt- ist, ja, ne? das ist Und dann ist klar. es sowieso einfach. Es ist nicht Die eng. extremste Bewegung war doch das. Ne? So. Ja, und ja. そう、あそこまで行くんだそうです。ここまで行く？うん。ここまで行く？ Das ist das Extremste. Ja. Ja. これだ。 Ah. Da fehlt nämlich immer meistens die Länge da unten drin. 実際これ取っときましょうかこの。 Dann sollte man vielleicht das Ich, so lassen. ich glaube, es stört だっ nicht. たらここを Also, こうやっておきましょうって。 weil das ist diese kleine この辺 Bewegungsfreiheit の少 braucht し sie. シワシワは我慢するいいんじゃない。ここはもう許せないけど、 Ja, ここは ja, 我慢す also る。 hier kann man ja noch dulden, meint er dann. Ja. Aber hier darf man natürlich Nee, das nicht. muss glatt aber, sein, hier muss ja. man, aber hier kann man ja dulden, dann kann sie ja noch besser bewegen vielleicht. Mr. Yamamoto, may I ask what you are Oh, doing yes. here? What is this here? This is square wound of For Tristan. Tristan. It's a blood. So even your wound is a geometrical form. Yes, that's right. So that means even a wound is completely stylized in a geometrical form. Yes. And I believe there is a basic concept in your costumes. Can you explain a little bit about that? Okay. I wanted to make everything abstract. And I thought it should be very geometric, but not just shape or form. I just wanted to make a geometric holes, black holes, with insect wings like this, black hole and insect fly, and it flies. And this material that we see here is for diving suits, actually. Yes, this is the fabric for scuba diving suit. And the reason why I selected this fabric is that
this black can swallow every light. So I can make a feeling of whole by using this fabric. But this is not very convenient for wearing, actually. Yeah, because some of the singers in 4 hours singing lose 3 to 4 kilos weight. That means sweat. So some of the fabric had to be changed. Yes, it depends on singers. Yeah. It's going to be crazy. So I could transform into another fabric by using this conception. Yeah. But maybe I'm going to mix them, this fabric and another fabric. Yeah. Mr. Yamamoto, for me, opera is achieved when a whole world is transformed into music. And the whole world, of course, are the costumes and the colors and all this, even a wound. You seem to work very strongly from Wagner's music. Can you tell me a little bit about your approach to Wagner and your experience with Wagner's music? For me, it sounds like sometimes very new, strong, deep rock and roll. It comes to my stomach, not to my head. It comes, and I liked it. And sometimes it has the charm of demonish angel or angelic demon. I don't know, but it's so deep and strong. So I wanted to fight with it. Aber wir haben das jetzt ja natürlich nach seinem Schnitt, ganz genau nach seinem Hosenschnitt und seinem... Wir wussten noch nicht, noch niemand, dass wir das ausziehen. このパターン通りにあなたやったんだけども、もちろんあのパターンは脱がないままのパターン。Ja, er hat auch dann so eigentlich Schnitt gemacht, dass man nicht auszieht. Also da ist das Publikum. こちらお客さんですね。 Dann trinken wir. 飲むでしょ。 Gehen runter. 下に下がるでしょ。 Musik. Dann kommt da, da schauen wir uns an. Jetzt geht's weiter, auseinander. Ziehen den Mantel aus und kommt zusammen. Du mir verloren bin. そしたらやっぱりここ後ろだけをね、じゃあ二重にして。Dich trink ich sonderbar.
Heiner Müller. Es sind Würfel von Licht oder fast wie Aquarien und es wirkt wie eine ganz merkwürdige außerirdische Welt, die Sie da geschaffen haben, oder eine Unterwasserwelt. Wie hatten Sie das geplant? Ja, zunächst mal, ich habe sehr oft schon mit dem Erich Wonder gearbeitet. Dem Bühnenbildner, ja. Was ich immer sehr gut fand, wir haben das auch zusammen vorbereitet sehr oft, was ich immer sehr gut und hilfreich fand, war eben diese Geometrie, weil die zwingt zu bestimmten Arrangements und Choreografien, auch zu bestimmten Gesten. Und sie schließt sehr viel Naturalismus aus. Andererseits habe ich jetzt gemerkt bei den Proben hier, dass gerade die Geometrie dieser Räume immer wieder sehr viel Detailrealismus braucht. Sie können aber Ihre Darsteller, also die Sänger, nur in bestimmten Gassen oder in diesen schrägen Linien gehen lassen. Im zweiten Akt, ja. Und im ersten sind es auch kaum ganz Platz, vorgeschriebene Räume. Und das ist einfach eine Arbeitserleichterung, was ein Widerstand ist. Ne? Es ist ein Widerstand gegen Einfälle. Und es kann einem nur, man hat einen vorgeschriebenen Rahmen. Es hat mich sehr erinnert, es gibt eine Definition von Wagner, von Shakespeare, also Wagner über Shakespeare. Er sagte, dass das Prinzip Shakespeare ist mimische Improvisation in einen vorgezeichneten Grundriss. Und diese Bühnenräume sind ein vorgezeichneter Grundriss, der nicht mehr änderbar ist. Und da drin muss man zurechtkommen. Es hat eine unselige Zeit natürlich gegeben hier in Bayreuth in der Nazizeit, wo diese Schräglage kam und bis heute leidet im Grunde genommen Wagner noch daran, natürlich auch selbst verschuldet durch seine Schriften und programmatischen Äußerungen. Das ist noch nicht ganz vorüber. Die deutsche Geschichte hat hier immer hereingespielt, auch jetzt natürlich diese sehr komplizierte Geschichte mit der DDR, die Sie ja erlebt haben. Und Sie werden natürlich ins Kreuzfeuer geraten. Wie werden Sie sich darauf vorbereiten? Wie wird das gehen? Was stellen Sie sich vor? Naja, ich muss mich darauf nicht vorbereiten. Ich erwarte das und ich kenne das auch schon. Das erschreckt mich nicht, das ist nicht das Problem. Aber zu der Geschichte von Bayreuth und zur DDR-Geschichte, ich meine, es gibt so eine Tendenz, immer Kunst gleichzusetzen mit der Politik, unter der sie gedeiht oder nicht gedeiht. Ne? Und natürlich ist die Geschichte der Kunst, hat einen ganz anderen Verlauf als die politische Geschichte. Und man kann sagen, Michelangelo hat für die Borgias gearbeitet und das waren keine feinen Leute. Das ändert aber nichts an der Qualität der hat zum Beispiel, nachdem er Kunst, ne? bereits die Pietà geschaffen hatte, hat in irgendeiner der Schafsköpfe, ich glaube ein Medici, gebeten, nachdem Schnee gefallen war, er müsste einen Schneemann bauen. Und er hat tatsächlich im Park der Villa in Florenz einen Schneemann gebaut. Also das muss man sich mal vorstellen. Ich habe auch gelegentlich Schneemänner gebaut, in dem Sinn, in der DDR. Aber ich meine, die ersten Angriffe sind ja schon gekommen, es gab in der Welt. Was stand da? Da stand Stasi-Trupp in Wagners Mythenwelt, aber noch mit Fragezeichen versehen. Das Fragezeichen wird dann irgendwann weggenommen. Und damit muss man rechnen. Und zu der Geschichte von Bayreuth, also mit Hitler und so weiter. Ich habe neulich was gelesen, was ich sehr interessant fand, von dem Herausgeber der Nietzsche-Ausgabe. Der sagte, durch Stalin wissen wir, was Marx nicht war. Durch Hitler wissen wir, was Nietzsche nicht war. Und durch Hitler wissen wir auch, was Wagner nicht war. Ich glaube, das ist eine wichtige Differenz. Ne? Kunst ist immer benutzbar, aber irgendwann stellt sich die Differenz heraus.
Sie sind der erste israelische Dirigent, der hier in Bayreuth dirigiert. Halten Sie das für denkbar, dass Sie selbst mit Wagner nach Israel gehen werden? Nein, ich habe es versucht. Das Philharmonische Orchester in Israel wollte ein Konzert machen und ich war das bereit zu machen. Es gibt verschiedene Leute, die das unbedingt nicht wollen. Und, ich spreche nicht jetzt von der unmittelbaren Zukunft. Sie haben ja als pianistisches Wunderkind begonnen, haben ein ganz, ganz langes Leben mit Musik gehabt. Reden wir 30 Jahre weiter, 40 Jahre weiter, wenn Sie alt, schön und grau sind. Halten Sie das möglich? Ja. Oder Ihre Kinder? Ja, möglich schon. Die Generation Ihrer Kinder aber, oder Ihrer Enkel? Möglich schon, aber ich habe dann nicht sozusagen ein besonderes Ziel, das zu machen. Das finde ich auch übertrieben. Ich meine, es wird ein Punkt kommen, wo es wird dort gespielt. Vielleicht bin ich dabei, vielleicht nicht, aber wichtiger ist, dass wenn es dort gespielt ist, das ist eigentlich so dumm, wie es klingt, richtig probiert und richtig gespielt. Ja. Wer das macht, ist weniger wichtig. Man kann und man darf nicht Wagner verantwortlich halten für was der Dritte Reich von ihm gemacht oder mit seiner Musik gemacht hat. Man hat ja auch 5. Beethoven gespielt und Liszt, Le Prélude, jeder Nazi-Sieg. Und ich meine, das kann man ihn, finde ich, nicht verantwortlich machen. Was diese furchtbare Sachen im Konzentrationslager betrifft, ich habe es von Überlebenden von verschiedenen Konzentrationslagern das eine und das Gegenteil gehört. Also man hat dort Wagner gespielt, als man die Leute zu Gas gebracht haben. Das stimmt. Andere Konzentrationslager, wo jüdische Musiker da waren, dürften sie alle spielen, nur nicht Wagner, weil das war sozusagen zu gut für die Juden. Also das ist wirklich ein ganz anderes Thema. Und wenn ich denke, dass Toscanini hat sein Engagement in Bayreuth abgesagt 1938 wegen des Nationalsozialismus, ist stattdessen nach Tel Aviv geflogen und hat dort ein Konzert gespielt. Und was hat er da gespielt? Wagner, weil damals war die Assoziation nicht da. Könnten wir den Anfang alle wirklich so bewusst, das Achtel wirklich Vibrato, aber immer den langen Ton fast ohne Vibrato anfangen und dann so, dass es etabliert ist und erst dann, besonders das erste Mal, ja. Und ich glaube, wir könnten das irgendwie noch mehr steigern lassen. Spielen wir nochmal den Anfang. Das F muss fremd klingen. Es klingt nicht fremd. So. Ich würde den letzten nicht so leise anfangen, dass es wirklich von einem zum anderen steigert. Wir haben das Gefühl, wir machen dieses Mal und kommen wieder zurück. Immer ein bisschen weniger. Und die Akkorde, bitte, die Instrumente, die sozusagen die Harmonie nur halten, das Fagott, so schneller Diminuendo, so dass zum Beispiel im ersten Akkord, also als letzte macht die Oboe das Diminuendo, als zweite, letzte das Englischhorn, alles andere schnell. Nicht gleichzeitig das Diminuieren, dass es wirklich klar, wirklich bleibt. Nochmal bitte den Anfang.
Herr Wonder, das ist Ihr Bühnenbild, 3. Akt Tristan und Isolde. Ich bin sehr beeindruckt davon, vor allem wenn ich mir ansehe, was in den letzten 100 Jahren hier in Bayreuth auf der Bühne gezeigt worden ist. Da gibt es, glaube ich, einen sehr entscheidenden Sprung, und zwar 1951, 52, 53, ab der Ära Wolfgang und Wieland Wagner. Das hier scheint mir doch ein Fortschritt zu sein, der ganz neue Wege beschreibt. Können Sie mir ein bisschen was dazu sagen? Ja, also mich hat dieser Anfang der 50er Jahre auch sehr interessiert und ich habe die Fotos sehr genau studiert. Und ich fand auch, dass da Sachen passiert sind, die woanders eben nicht passiert sind. Ich habe mich sehr beschäftigt mit dieser Zeit und wir sind dann im Laufe der Arbeit zu einer Lösung gekommen, die sehr abstrakt ist, aber doch sehr viel Leidenschaft zeigt und mit Leidenschaft zu tun hat, die in den Tod geht. Und für mich ist es eine Oper, die eigentlich so eine Grundoper ist, also die keine Handlung eigentlich hat, die ist in 3 Minuten erzählt und keine Verpflichtungen hat, bestimmte Dinge zu zeigen. Und dadurch ergab sich eine Grundform, das ist für mich der Würfel, also der Grundraum. Und alles entsteht aus diesem Würfel. Und das sind 3 Akte und ich habe versucht, diese 3 Akte jeweils mit einem Würfel zu emotionalisieren, glaube ich, würde ich sagen. Bis zum letzten Tropfen. Herzlichen Dank. Hier. So, hier, auch einer, auch für Sie, ne? Für das Debüt immer üblich. Ne? Und Männlein, Weiblein, ich schenke einen Blut. Gut, so. Soll ich zu dir kommen dann? Ja, kommst du runter, ja? Bei der Frickhaus, so. Herr runter.
für das Debüt, gell? Ja, auch ein Plus. Alte Baroner Tradition. Ja, vom Promische Festspicher. Danke, es war sehr gut. Ja, gut, schön. Gut, und vielen Dank. Ja. So. Wollen Sie ihn auch haben? Ja, ja.